Once upon a time, there were two brothers, united for life by their passion for literature and their study of language. Wilhelm and Jacob Grimm. Their name is mostly connected with their fairy tales, those wonderful stories of ugly witches and brave girls, of young princes and great dangers. It was the Grimms who first made German folk tales into the world literature they are today. These Grimm's fairy tales take us back to Germany in the 19th century. The country, not yet unified, consists of numerous small states, like the Kingdom of Hanover, where the Grimms are living in 1837. Dahlmann verspätet sich. Ich bitte dich, Jakob, die Glocken läuten noch. Es ist gerade 6 Uhr vorbei. Also wenn er nicht gleich erscheint, gehe ich zurück an meinen Schreibtisch. Nun gib es doch endlich zu. Auch du hast Freude an unseren Treffen. Ich habe ein kleines Lustspiel eingeübt, das ich vorführen werde. Ich bin gespannt, welches Gedicht Dahlmann ausgewählt hat. Das war ein einmaliges Brüderpaar, wobei Wilhelm eben der eloquentere, der charmantere, der Gesellschaftstyp war, der auch bei Frauen sehr gut ankam, soweit die Urteile reichen, während Jakob Grimm dieses Thema überhaupt nicht interessiert hat. Das waren alles Dinge, die ihn nur gestört hätten in seiner Wissenschaft. Hier, der dritte in eurem Bunde. Ich darf mich gleich wieder verabschieden, unsere Jüngste kränkelt. Aber grüßen Sie mir Ihre Frau. Danke, Liebes. Setzen Sie sich. Sie haben sich verspätet, lieber Freund. Hören Sie nicht auf ihn. Er hatte nur Sorgen, dass er mir diese Woche etwas vortragen muss, wenn Sie fehlen. Anscheinend haben Sie es noch nicht gehört. König Wilhelm ist gestorben. Und ich denke, es besteht wohl kein Zweifel, dass sein Bruder Ernst August König von Hannover wird. Und dann wird nichts bleiben, wie es ist. Auch nicht für uns. Die Grimms haben schon geahnt, dass es zu einer Krise kommen könnte, denn Ernst August zeichnet sich dadurch aus, dass er ein Feind der Verfassung von 1833 ist, die ihm zu liberal ist. Und das bringt natürlich dann Konflikte mit sich. The dramatic events of 1837 surrounding the new conservative king Ernest Augustus of Hanover will make the brothers political stars in Germany. Yet these events pose a challenge to their previous lives together as brothers and will even influence their fairy tales. Die Forschungen der Brüder Grimm scheinen auf den ersten Blick nur rückwärtsgewandt zu sein, sich nur in der Vergangenheit aufzuhalten, aber sie haben einen ganz klaren Gegenwartsbezug. Das ist ein Lebensprogramm bei den Brüdern Grimm und dabei sind sie immer geblieben und sie haben die eigene Kultur und die eigene Vergangenheit stark gemacht. For their fairy tales are more than just stories from days gone by. They are mirrors of their time, the close connection between politics and literature, a hidden side of Wilhelm and Jacob Grimm. The University City of Göttingen. In 1837, the brothers Grimm have lived in the city, and therefore in the Kingdom of Hanover, for over 7 years. They are professors and librarians at the State University and have long been internationally recognized scholars of literature and the German language. In May 1837, the third edition of their collection of fairy tales has just been published. This is the first new edition of their children's and household tales in 20 years. By now, their collection encompasses 168 stories, including the tale of Snow White and Rose Red. It is the story of two hard-working and obedient sisters who love each other, though they are very different. And when Snow White said, "We will not leave each other," Rose Red answered, "Never so long as we live." Jakob and Wilhelm made this promise to each other as young men. In 1837, the fairy tales still play an important role for the brothers. After all, it is one of their first collaborative projects. Die Sammlung findet immer noch anhaltende Beachtung, auch im Ausland.
Und wenn das Interesse anhält, dann werden wir sie auch noch weiter pflegen. Um ehrlich zu sein, es ist Wilhelm, der die Sammlung pflegt und erweitert. Er allein, seit Jahren. Da wir seit Jugendzeiten als Brüder zusammenleben, war es nur natürlich, dass wir auch zusammen gearbeitet haben. War natürlich auch für uns beide von Vorteil. Aber es kann eben auch von Vorteil sein, Bücher aus eigener Hand zu schreiben. So wie Wilhelm, die Märchen. Aber in Absprache mit dir natürlich. Es ist immer noch eine Sammlung der Brüder Grimm. So, wie wir sie vor 25 Jahren begonnen haben. In their autobiographies, the brothers write about their beginnings and their lives. They also describe how their passion for old German literature and folk poetry was kindled in the university city of Marburg an der Lahn, though it was actually law that the brothers studied there in the early 19th century. Ich habe ein Jahr früher zu studieren angefangen als mein Bruder. Er war damals lebensgefährlich erkrankt und die Trennung von ihm ging mir sehr nah. Aber das Wohl der Familie hatte eben Vorrang und so musste ich mich beeilen, fertig zu studieren und eine Anstellung zu finden. Denn das Vermögen unserer Mutter war fast gänzlich zusammengeschmolzen. Jura habe ich nicht aus Neigung studiert. But their law studies in Marburg permanently changed the brothers' lives, for it was here that they met Friedrich Karl von Savigny, a young professor of law. At 24, he was only 6 years older than they were, and he had a formative influence on the brothers. Sie erkennen in ihm einen genialen Gelehrten, der sich mit dem römischen Recht befasst und der auch eine eigene Schule gründet. Er sagt nämlich, Recht ist immer der Ausdruck eines gewissen Volksgeistes, das historische Recht. Und im historischen Recht zeigt sich der Geist des ganzen Volkes. Es ist nicht das Werk Einzelner. Und dieser bestechende Gedanke, den übertragen Sie auf die Sprach- und Literaturgeschichte. Und deswegen befassen Sie sich mit Volksliteratur. Weil Sie sagen, in der Literatur des Volkes drückt sich der Geist vergangener Jahrhunderte aus. It was Savigny who introduced the brothers to a circle of romantics in Marburg who were also concerned with old German culture. Romantics Achim von Arnim and Clemens Brentano ultimately published a collection of German folk songs titled Des Knaben Wunderhorn. The first volume appeared in 1806. From then on, the brothers Grimm were part of the project, since they supported the two poets in their search for old folk poetry. When they finished their studies, Wilhelm and Jacob moved to Kassel, where they lived with their mother and 4 siblings. Their youngest brother Ludwig Emil had already dedicated himself to the fine arts there. In the following decades, he would repeatedly draw portraits of his family members, such as those of their mother, their sister Lotte, and one of Wilhelm as a 20-year-old. Soon Ludwig Emil supported his older brother's work on the folk song collection. He created a number of book illustrations for later volumes, including for verses that his brothers compiled. Yet they actually heard very few of these folk songs from the mouths of common people. Most of them were transcribed from novels and then reworked. Their collaboration on Wunderhorn was instructive for Jakob's and Wilhelm's own research. They learned skills that they used their whole lives as they searched for references to old German literature. Unsere altdeutschen Studien erschienen so manchem völlig unergiebig und sinnlos. Und für einige sind sie das heute noch. Aber für mich war es immer eine ernste und würdige Aufgabe. This calling made them well-known historians and language researchers and led them to the university in Göttingen. In 1837, they held lectures there in a hall on the ground floor of their home, which was common at the time. This drawing of Jakob by his brother illustrates this. The brothers Grimm have long since found friends among the professors, men like Friedrich Dahlmann. A few years previously, he was a collaborator on the kingdom's new, more liberal constitution.
Now in 1837, Ernest Augustus is being crowned King of Hanover and Dahlmann is concerned. The future king is already 66 years old and has mostly made his name as a military man and is known for his conservative position. Wenn Ernst August erst auf dem hannoverschen Thron sitzt, dann wird er die Rechte der Bürger zweifellos wieder einschränken. Sie dramatisieren, Dahlmann. Wollen Sie abwarten, bis es passiert? Wir sollten jetzt Artikel schreiben, um die öffentliche Meinung zu bewegen, bevor es zu spät ist. Wir müssen die Verfassung schützen. Sie wollen wohl Ihr eigenes Werk schützen. Wie der Vater das eigene Kind, das verstehe ich. Aber unser Kampf ist es nicht. Was Jakob damit sagen möchte, ist doch, der wahre, der wirkliche Segen geht von der Liebe des Fürsten zu seinem Land aus, nicht von einer Verfassung, wie auch immer diese gestaltet sein möge. Sie wissen doch nur zu gut, wie selbstsüchtig Fürsten handeln können. Und von Ernst August hört man nichts Gutes. Sogar die Beteiligung von Bürgern an Staatsgeschäften wird er zweifellos wieder abschaffen wollen. Das können wir nicht hinnehmen. Sie haben mich offensichtlich falsch verstanden. Wir sind für niemanden Erfüllungsgehilfen. Weder für Fürsten noch für Verfassungen. Ich darf doch bitten. Nun beruhigen wir uns. Lassen Sie uns doch zunächst einmal sehen, wie sich die Dinge für uns und das Königreich entwickeln. Das Grundverständnis der Brüder Grimm ist eines, dass Politik nicht ein Betätigungsfeld ist, in das sie aktiv unbedingt eingreifen wollen. Sie äußern sich dazu als politisch denkende Zeitgenossen, allerdings meistens nur im privaten Rahmen. Though the lives of the brothers Grimm were primarily shaped by political upheavals, when they were still children, the French Revolution altered the old balance of power in their world. From then on, there was always war in Europe. As 20-year-olds in 1807, they experienced Napoleon's army standing at the gates of Kassel. Jener Tag wird mir immer in Erinnerung bleiben. Der Tag, an dem alle bisherigen Verhältnisse zusammenbrachen. Mit Furcht hatte ich am Abend zuvor die französischen Wachfeuer in der Ferne entdeckt. Aber dass Hessen unter fremde Herrschaft geraten sollte, das konnte ich erst glauben, als ich am nächsten Morgen die französischen Regimenter in Kassel einziehen sah. Bald änderte sich alles von Grund auf. Fremde Menschen, fremde Sitten. Auf der Straße und auch beim Spaziergang, überall hörte man laut gesprochenes Französisch. Sie sind natürlich von dieser Besetzung nicht begeistert, wie das wohl jedem geht, wenn sein eigenes Land besetzt wird. Das muss man so verstehen und darf das nicht als dumpfen Nationalismus ansehen, wie es gelegentlich hingestellt wird. Aber wenn man es aus der Zeit heraus versteht, ist das ein berechtigtes Aufbegehren gegen eine Fremdherrschaft. In 1807, Wilhelm Bonaporte, Napoleon's youngest brother, moved into Wilhelm's Höhe Palace as the King of Westphalia. Kassel became the capital of the newly created kingdom, and French was the national language. In order to secure his family's survival, Jakob finally accepted a position with the French king. Mein Amt als Bibliothekar war eigentlich keinerlei Belastung für mich. Ganz im Gegenteil. Ich hatte mich ja lediglich einige Stunden in der Bibliothek oder im Kabinett einzufinden. Dort konnte ich meistens ruhig lesen und arbeiten. Ich konnte also die meiste Zeit meinem Studium der alten Poesie und der Sprache widmen. The brothers had decided that they wanted to make a name for themselves as scholars. They investigated how and under what influences old German literature had developed. It was a kind of academic culture war against the French foreign rule. Die Ereignisse in der Welt und das Bedürfnis, sich in den Frieden der Wissenschaft zurückzuziehen, beides hat ohne Zweifel dazu beigetragen, dass jene lange vergessene Literatur wiedererweckt wurde. At that time, the brothers began collecting fairy tales. They had already found initial versions in novels during their research for the folk song collection des Knaben Wunderhorn and made notes of them. Now they also asked people to tell them stories. From the many different versions of a fairy tale, the Grimms finally shaped one version that they thought sounded old and therefore genuine. They finally published the first volume of their children's and household tales with 86 stories in 1812 at the age of 27. Die Sammlung der Kinder- und Hausmärchen haben wir anfangs gar nicht für Kinder verfasst.
Auch wenn es mich natürlich freut, dass sie Ihnen zu gefallen scheint, aber es war vor allem ein Werk für die Wissenschaft. This became apparent in their annotations. The Grimms made notes of where each fairy tale's variants came from. Those sources partially reached far beyond Hesse's borders. This was also the reason that the brothers did not call their collection German children's and household tales. Many of the Grimm's fairy tales can be found in similar forms throughout Europe. The details are what differentiate them. Details like the doves of the girl known as Cinderella, who marries a prince with the help of magic. These birds help Cinderella pick lentils from the ashes, so the stepmother will allow her to go to the prince's ball. The good ones in the pot, the bad ones into your crop. And they reveal to the prince that he is about to take the wrong bride home. Rook-de-goo, there's blood in the shoe. So much for the Grimm's Cinderella. Her Italian sister, on the other hand, has different helpers. A fairy turns mice and rats into horses, and a pumpkin into a coach in which Cinderella rides to the prince's ball. Fairy tales are international. The Brothers Grimm knew that. Märchen werden zumeist mündlich überliefert. Ihre Herkunft jedoch ist oft unklar. Vor der Trennung der Menschen in unterschiedliche Völker muss es eine gemeinsame Zeit gegeben haben. Denn wie will man es sonst erklären, dass eine Erzählung in einem einsamen hessischen Gebirgsdorf einem indischen oder griechischen Märchen in Grundzügen ähnelt? Aber über der Verbreitung der Märchen schwebt eben ein Dunkel, wie bei der Sprache und alten Dichtung allgemein. Dabei gleicht kein Märchen völlig dem eines anderen Volkes. Neben den vielen Übereinstimmungen, die es unzweifelhaft gibt, gibt es eben eine eigentümlich nationale Prägung, die die Märchen eines Volkes von dem eines anderen Volkes unterscheidet. Und das ist es ja genau, was uns an den einzelnen Erzählungen so gefällt. And the Brothers Grimm wanted to preserve the German forms of the fairy tales, even though none of the tales sprang from their imagination or memories of their childhood, which they mostly spent in Steinau an der Straße. When the brothers were 5 and 6 years old, their father received an appointment as a senior civil servant in the region. Jacob and Wilhelm lived in the large guild hall in Steinau with their parents, an aunt, 3 brothers and a sister. Their brother Ludwig Emil portrayed it as a life befitting their social status, with a coachman and maids. Their idyllic childhood ended abruptly in 1796 with the early death of their father. At just 10 years old, the brothers experienced social decline and were forced to manage their lives with iron discipline. Knapp 13 Jahre waren wir alt, als wir alleine nach Kassel ziehen mussten. Wir hatten damals 6 Stunden Schulunterricht und danach noch 4 oder 5 private Lehrstunden. Französisch oder Nachhilfe in Latein. In his autobiography, Jacob also describes the enormous work pressure he felt at school and later at university. It is apparent that Jacob took responsibility for the family early on. Jakob war der Ältere und vor allem, als der Vater früh gestorben war, ist er das Oberhaupt. Und da duckt sich auch Wilhelm Grimm von Anfang an. Also, man hat einmal mit Recht gesagt, die größte Leistung von Wilhelm besteht, dass er die Kanten und Ecken seines Bruders immer wieder sozusagen geglättet hat. Das ist eine ungeheure Lebensleistung, denn die haben ja zeitlebens zusammengelebt, nicht? Die beiden haben sich ja nie getrennt. The brothers have shared their home and library since their school days, as they do in Göttingen in 1837. But in June of this year, politics once again overshadow the brothers' studies.
Willst du nicht spazieren gehen? Das bringt dich auf andere Gedanken. Auf dem Stadtwall treffe ich doch nur wieder Kollegen. Die wollen mir dann ein Gespräch aufzwingen, was mich eigentlich gar nichts angeht. So wie gestern mit Dahlmann. Aber mit ihm ist es doch etwas anderes. Dahlmann ist unser lieber Freund und seine Sorgen scheinen berechtigt. Diese elende Politik verleidet mir meine ganzen Tage. Drängt sich hier oben zwischen meine Gedanken. Ich muss meine Vorlesung vorbereiten. Ich arbeite in einem fort, von morgens bis abends. Ich kann mich nicht auch noch mit Politik befassen. Deshalb musst du ja Dahlmann nicht beleidigen. Man hört euch durchs ganze Haus. Streitet ihr? Jakob streitet. Was Hunger anrichten kann. Dann lasst uns essen. Das Abendessen ist fertig. Ich habe uns Wein besorgt. Das ist gut. Was ist denn los? Sonst lässt du dich doch auch nicht von ihm provozieren. Lass uns essen. Dortchen Grimm ist natürlich die Frau Wilhelm Grimms. Sie hat mit ihm 3 Kinder. Und Jakob wird immer als Teil des Haushalts mitgenommen. Er genießt die Vorzüge des Haushalts. Er wäre natürlich alleine nicht in der Lage, all diese Dinge zu erledigen, die Dortchen für sie managt. Ja, also kochen, waschen, Gäste empfangen. Das ist ganz klar ihr Beritt. Und Jakob Grimm weiß das zu schätzen. Und dadurch hat er einfach die Ruhe für seine Forschung. This unusually close living and working relationship continued when they began jointly researching fairy tales. Die Märchen drohten in Vergessenheit zu geraten. Aber noch reichte uns die Vergangenheit die Arme herüber. Noch konnten wir sie fassen. Die Märchen wurden in Hessen gesammelt. Vor allem in den Gegenden, wo wir her sind. Sie wurden nach mündlicher Überlieferung aufgeschrieben. This has been stated in the foreword to their fairy tale edition since 1812. It creates the impression of originality. Da hat man gesagt, ach guck mal, die haben schon als Kinder und als Jugendliche, wo wir her sind, haben die schon Märchen gesammelt. Ist doch toll. Aber sie haben nie gesagt, wir haben da gesammelt. Das ist aber immer so kolportiert worden. Nicht? Fact is that Jakob and Wilhelm Grimm mostly started collecting their fairy tales in Kassel as 20-year-olds. They asked their neighbours and friends to tell them at home. Among these was Dortchen, later the wife of Wilhelm. The Grimms never crossed the countryside to collect fairy tales among the people. These are tales in which people suffer from poverty and hunger. Fairy tales do not hide the fact that life is not always easy and painless, yet suffering and misery are not their main subject. Not even in Hansel and Gretel. The siblings are abandoned in the forest by their parents, who are suffering from hunger and destitution. There they come upon a gingerbread house. Nibble, nibble like a mouse. Who is nibbling at my house? They are taken prisoner by a witch who plans to roast Hansel in her oven. Finally, Hansel and Gretel manage to outsmart the evil witch and return home with her treasures. Märchen sind zum Teil heftige Kraftspender. Das Märchen lehrt das Kind sozusagen in Bildern, du kommst immer durch. Du kannst im Wolfsbauch sitzen, du kannst in der Räuberhöhle fallen, du kannst in der Hölle sitzen, du kommst immer wieder raus. Hab Vertrauen zu dir, tu selber was oder lass dir helfen. In the Grimm's day, citizens did not wait for help to magically appear. They fought for their rights themselves, even in violent rebellions. This was the case in France in 1830, with the July Revolution there spilling over into the Kingdom of Hanover. The people demanded a constitution. King William IV gave in and enacted a basic law in Hanover in 1833. This gave more citizens access to Parliament and limited the king's power. Only 4 years after the July unrest, the new King of Hanover, Ernest Augustus, wants to turn back time. Scarcely in power in July 1837, he announces that he has begun to consider abolishing the constitution. Censorship is also increasing, which fuels the concerns of the Göttingen professors.
Angeblich sei die Verfassung ohne seine Zustimmung eingesetzt worden. Das ist doch ein Hohn. Aber Recht muss Recht bleiben. Ich will die Universität auffordern, sich in einem Ausschuss mit der Verfassungsfrage zu beschäftigen. Wenn sich die Universität öffentlich mit dieser Frage beschäftigt, dann könnte das auch den König beeinflussen. Aber für meinen Antrag brauche ich Ihre Unterstützung. Auch wenn ich Ihre Sorgen teile, mein lieber Ich werde Ihren Antrag unterschreiben. Dahlmann hat recht. Die Luft wird schwerer und drückender. Alles durchdringt ein unheimlicher Polizeigeist. Die Freiheit der Lehre steht auf dem Spiel. Es gilt jetzt, Lehrende und Lernende zu schützen. Niemals sollte es einem Professor vorgeschrieben werden, welche Vorlesungen er zu halten habe. Danke, lieber Freund. Ich werde gleich einen Antrag formulieren und ihn senden. Danke. Die Situation 1837 in Göttingen ist so, dass sie sich unter Druck gesetzt fühlen durch einen Herrscher, der auch ihre Wissenschaft am Ende tangiert. Und deswegen engagieren sie sich in der Politik. Das könnte Ärger geben, Jakob. Dieser Antrag ist notwendig. It is not the first time that the Grimms take clear political positions. Their fairy tale collection, too, is more than just a reissue of stories from days gone by. Wir erforschen nicht das Mittelalter, um es wieder auferstehen zu lassen. Das würde nur der beschränktesten Seele einfallen. Aber genauso stumpf wäre es zu behaupten, es habe gar keinen Einfluss auf das Verständnis der Gegenwart. The old German fairy tales served the Grimms in Kassel as a form of cultural resistance to France, which after all had occupied Hesse from Wilhelm's Hohe Palace since 1806. Napoleon was defeated in the Battle of the Nations in 1813, which also ended French rule in Hesse. Kassel was once again Hessian. Wilhelm received his first appointment as the secretary of the Electoral Library in 1813, aged 28. Jakob was hired 2 years later as a librarian. Die Jahre in Kassel? Es waren glückliche Jahre. Die ruhigste, die arbeitsamste, ja, vielleicht die fruchtbarste Zeit meines Lebens. Their work in the Fridericianum Library provided the brothers with time to occupy themselves with their own research interests. They only had to work for the library 3 hours a day and could otherwise pursue their studies of Old German language and literature undisturbed. The fairy tales also continued to be a research topic. 3 years after the first volume, they finally published a second volume of their collection in 1815 with an additional 70 tales. And that was not the only new addition. For the first time, the Grimms named one of their storytellers, a woman named Dorothea Fiemann, about 50 years old and from a village near Kassel. Durch sie haben wir einen ansehnlichen Teil der Märchen erhalten. Darum sind diese auch echt hessisch. Sie bewahrt die alten Sagen fest in ihrem Gedächtnis. To enhance the image of the storyteller, they asked their brother Ludwig Emil to draw this portrait of her. It would decorate future editions of the fairy tales. Dann kriegen die Leute Vertrauen und sagen, ach guck mal, die haben sich das nicht aus den Fingern gesogen, die haben das wirklich von hier alten Frauen vom Lande, die diese alten Traditionen mündlich überkommen sind, da haben sie das her. Und so ein Idealbild bauen sie mit der Frau Fiemann auf. The teller of fairy tales made the tales believable. For the Grimms, she was the living embodiment of the original German folk spirit, which they hoped would unite the nation. In den Volksmärchen liegt ein deutscher Ursprung, den man für verloren gehalten hat. Dabei ist es doch die Gemeinsamkeit der Sprache, die uns Deutsche verbindet, auch wenn kein geeintes Vaterland besteht. The Grimms have a very clear vision, a unified Germany based on a common German language, and the fairy tales are meant to serve as a framework for unity.
But in 1837, Germany is still divided into many principalities. In the Kingdom of Hanover, the State University in Göttingen is celebrating its 100th anniversary. Numerous festivities are planned for September 1837, and even King Ernest Augustus has announced that he will visit. The festivities are also a topic in the home of the Grimms. Die Universität möchte sich mit dem Verfassungsbuch nicht beschäftigen. Der Antrag von Dahlmann und mir wurde abgelehnt. Tja, im Vorfeld dieses Jubiläums wollen sich die anderen Professoren wohl ihre Feierlaune nicht verderben lassen. Ich verstehe ehrlich gesagt nicht, warum dir die Wiedereinführung des Talars so offensichtlich gefällt. Du übertreibst. Der Talar wurde vor mehr als 30 Jahren abgeschafft. Schade. Warum führen wir Symbole wieder ein, die die Vergangenheit längst verworfen hat? Der Gelehrte erlangt seine Würde durch seine geistige Arbeit. Mode und Wissenschaft passen nicht zusammen. Bei mir schon. And so, on the occasion of the anniversary celebrations, Wilhelm has Ludwig Emil make a portrait of him in an academic gown. All professors must wear gowns during the ceremony in the presence of the king. The old-fashioned costume is in keeping with the conservative preferences of Ernest Augustus. These are days of respite in the struggle surrounding the liberal constitution. The Grimms have learned to circumvent crises, even as academics. The children's and household tales had not been successful 20 years earlier. They were a flop on the book market. Seit der ersten Ausgabe 1812 gab es heftige Kritik an unseren Kinder- und Hausmärchen. Diese Ammenmärchen seien Albernheiten, nichts für die Wissenschaft und auch für Kinder völlig ungeeignet. Die Märchen seien zu gewalttätig. Ach, und wenn schon. Ich hätte genauso weitergemacht. Eine reine historische Untersuchung, eine reine Quellenkunde. Ich finde ja nach wie vor, man sollte die Märchen nicht verändern. Nichts davon in unsere Zeit verpflanzen, wohin es einfach nicht mehr gehört. Oh nein, Jakob. Jede Geschichte, auch eine altdeutsche, bleibt nur dann erhalten, wenn sich auch heute noch ein Mensch an ihr erfreut. Deswegen gehört sie angepasst. Ja, und deswegen pflegst du diese Sammlung seit Jahren auch alleine. Du und deine weiche Feder. Though it was officially a collection by the brothers Grimm, Wilhelm had edited it alone since 1815. For centuries, fairy tales had been considered for adults only. They were often tales of love and seduction from another time. Wilhelm took out those indications of the fairy tale's origins. From then on in Grimm's fairy tales, though young women became mothers, they never got pregnant. This is true for Rapunzel, who is imprisoned in a tower by old Frau Gothel. People can only get to the girl by climbing up her hair. Rapunzel, Rapunzel, let down your hair. A young prince eavesdrops on Frau Gothel and also climbs up to Rapunzel. In the version known to us today, the girl reveals her gentleman visitor thus: Frau Gothel, why you are more difficult to pull up than the young prince? In the initial 1812 version, Rapunzel notices that her clothes are getting too tight. Definite signs of a premarital pregnancy which, like the figure of Frau Gothel, is edited by Wilhelm. Dahinter steckt, wie hinter vielen Grimmschen Märchen, eine französische Tradition. Und in der französischen Tradition der Verwandten, zu Rapunzel verwandten Märchen, ist es eine gütige Fee. Die ist dann in der deutschen Überlieferung und dann vor allem verstärkt durch die Brüder Grimm zu einer Erzzauberin geworden. Tales involving fairies often have a French origin. French fairy tales were already circulated by Charles Perrault in the 17th century. Huguenots fleeing France brought these tales to the German principalities. They made their way into the Grimm's collection by way of girls with French roots, like the Hassenpflug sisters.
The Grimms were friendly with their family, as demonstrated by numerous drawings by the youngest Grimm brother. Wilhelm eliminated this French tradition. The second edition of their entire fairy tale collection appeared in 1819, completely reworked by Wilhelm. Ich habe nach Reinheit gesucht, nach der Wahrheit einer geraden Erzählung. So habe ich jeden für das Kindesalter nicht passenden Ausdruck sorgfältig gelöscht. Auch habe ich überprüft, was verdächtig erschien. Also alles, was vielleicht fremden Ursprungs hätte sein können. Das habe ich dann entfernt. From now on, the tale of Puss in Boots was missing. It was too obviously French. The Bremen town musicians took its place starting in 1819. The Grimms got this animal tale from August von Haxthausen, a baron from an aristocratic family in East Westphalia, a piece of luck for the Grimms. Beginning in 1812, he had set up a kind of external fairy tale collection point for the Grimms at his family seat, Bökerhof, near Paderborn, and prompted his entire circle of acquaintances and family members to collect tales. About 80 fairy tales in the Grimm's collection stem from this circle. Von Haxthausen probably got most of the texts from the villagers and servants on his estate, who he summoned to his office. August von Haxthausen hat den Kutscher oder den Schweinehirten gebeten und sagt so, Jeanne, komm mal her, du kannst so Geschichten vertellen, ne? Jo, Jeanne steht da und dreht der Mütze in den Händen und sagt, um Gottes Willen, hier im Wohnzimmer vom Chef und jetzt Geschichten erzählen. Also jetzt kommt die Zensur im Kopf, was darf ich nicht erzählen? Was gegen die Kirche geht, was gegen den Adel geht, die Schweinereien, die wir uns in der Wirtschaft erzählen, darf ich hier alle nicht sagen. Um Gottes Willen, könnte mich Kopf und Kragen, zumindest meine Stelle kosten. Zensur im Kopf. Er bringt ein paar Geschichten vor, der Jeanne geht wieder, kriegt ein Trinkgeld und August arbeitet das aus. Schon ein bisschen künstlerisch, aha, das ist den Grimms sehr willkommen, da hast du es schön erzählt und schickt es nach Kassel. Ja, jetzt fangen die wieder an, kommt noch eine Zensur. Diesen Text haben wir schon. Nee, der ist uns doch zu schlüpfrig. Nein, der ist uns zu antikirchlich. Also, wir können uns nicht einbilden, das waren wirklich die Geschichten, die die Angestellten oder Diener von Herrn von Haxthausen damals erzählt haben. Da sind bestimmt 80% von weggefallen durch Zensur, nicht? Wilhelm Grimm is certain that none of the tales from the Haxthausen circle have foreign origins, but that they stem from German regions. These are regions where people often hope for a better future, or at least a full belly, not to mention justice, which should be granted to even the weakest. In fairy tales, weddings at the royal court provide social advancement. The palace is the place of longing, of the happy ending, but the reality is different. As had been feared by the Grimms and Dahlmann in the conflict surrounding the liberal constitution, King Ernest Augustus presents citizens with a fait accompli. In late 1837, he nullifies his predecessor's basic law. All royal servants, including professors, who swore allegiance to the constitution 4 years previously, must now swear an oath to the king. Resistance is forming in Göttingen. Dahlmann writes a protest letter that reaches the Grimms in November. Ich weiß noch, wie wir als Kinder immer... Willst du diesen Protestbrief von Dahlmann wirklich unterschreiben? Es ist nötig, Wilhelm. Seit wann ist dir denn der moderne Liberalismus nun nicht mehr zuwider? Wieso hängst du plötzlich an der Verfassung von 1833? Hier geht es um mehr. Es geht um einen König, der aus bloßem Machtanspruch eine Verfassung aufkündigt und einseitig eine Abmachung mit seinen Bürgern beendet. Aber was soll dieser Schrieb dagegen bewirken? Ach, sollen wir keine Stellung beziehen? Nur weil die nötigen Instanzen zum Verfassungsbruch schweigen? Hier geht es um unser Gewissen, Wilhelm. Um unsere persönliche Unbescholtenheit. Wenn wir einfach so den Eid brechen, was sind wir dann noch wert? Königlich ist es doch Wort zu halten. Dahlmann will die gesamte Universität bewegen, Stellung zu beziehen.
Er will den Protestbrief an das Universitätskuratorium nach Hannover senden. Hm? Gut. Aber Dahlmann ist erkrankt. Lass uns das Kollegium einladen, damit die anderen Professoren ebenfalls unterschreiben. Aside from the brothers Grimm and Friedrich Dahlmann, only 4 additional professors signed the protest letter, the Göttingen Seven. For Wilhelm and Jacob, their signature is a question of morality and honor. The brothers' trust in their inviolability as internationally recognized academics. They have worked on this reputation since long before they arrived at the University of Göttingen. As 30-year-olds in Kassel, the Grimms had already set standards as scholars in their work with language, literature, law and mythology. Wilhelm hat sich mit literaturgeschichtlichen Fragen befasst, mit der deutschen Heldensage, mit altdänischen Heldenliedern. Er hat die Runenkunde begründet. Also der war auch wissenschaftlich nicht unbedeutend, alles andere als das. Jakob Grimm ist natürlich viel bedeutender und viel bekannter, weil er sich mit der Sprachgeschichte befasst hat und damit die historische Grammatik begründet hat. Niemand ist vor ihm auf die Idee gekommen, systematisch zu untersuchen, wie verändern sich Sprachen. Und dass Jakob Grimm dabei noch Gesetze entdeckt hat, also Gesetze in der Entwicklung der Sprache, das war ja eine bedeutende Entdeckung. When the brothers Grimm switched to the university in Göttingen in 1829, even their children's and household tales were successful internationally. Unsere Märchensammlung wurde in mehrere Sprachen übersetzt. Die schönste und erfolgreichste Ausgabe war diejenige in England. Diese Sammlung enthielt zwar weniger Märchen, war aber dafür mit Bildern geschmückt. Das haben wir dann auch für Deutschland gemacht. Es ist ganz klar auch eine buchhändlerische Überlegung oder eine Überlegung Wilhelm Grimms, dass er sagt, Mensch, wir probieren es mal so wie die Engländer, eine kleine Ausgabe zu machen und vielleicht verkauft die sich ja besser als die immer noch liegende Ausgabe von 1819. Die verkauft sich nämlich ganz schlecht. In 1825, the so-called small edition of the children's and household tales was published. This collection included only 50 of the Grimm's fairy tales, but it was decorated with illustrations by their brother Ludwig Emil. These drawings provided the fairy tale heroes with faces and the stories with atmosphere. Wilhelm had thereby captured the mood of the times. Bis dahin hatte jedes Elternpaar 6 oder 8 Märchen im Repertoire. Das erbte sich wirklich von Generation zu Generation fort. Aber das starb auf einmal aus. Es kam Schulpflicht auf. Die Leute lernten die Märchen nicht mehr auswendig, sondern können wir ja im Buch nachlesen, wenn wir was suchen. Und so suchten die Mütter wirklich Vorlesestoff für ihre Kinder. Und da kamen die Grimms denn so ab 1825 genau richtig. At that point, the Grimm's fairy tale collection was no longer considered to be solely a scholarly undertaking. Wilhelm created a book with tales that he thought were particularly valuable for children. These fairy tales encourage children and usually have happy endings, as opposed to some older versions like the 17th century French Little Red Riding Hood. In this version, French Red Riding Hood also goes through the forest to grandmother and stops to talk with the wolf. While Red Riding Hood dawdles her way along the path, the wolf goes to the grandmother and eats her up. When Red Riding Hood enters grandmother's house, the wolf lures her to him in bed, naked. "Grandmother, what big arms you have! The better to embrace you with." And the big bad wolf devours the naked girl, in the French version. The Grimm's version is different. A woodsman helps Red Riding Hood and grandmother escape from the belly of the wolf. They survive, the wolf dies. Whereas the French predecessor has a definite erotic component, Wilhelm adapted his Red Riding Hood to the taste of the time.
Die Märchen geben sich biedermeierlich. Nicht mehr der Adel nur ist fromm und gut und tüchtig und gerecht, sondern wir Bürger haben auch unsere Ideale. Und davon kommt eine ganze Menge in die Einleitungen, vor allem der Märchen. Und da sind die Leute drauf abgefahren. 19th century readers recognized their bourgeois world in the fairy tales. Their sense of family, work ethic and pledges that even a king must not break. These are ideals that the Göttingen Seven stand for. Das ist ja auch beim Göttinger Protest eigentlich der Hauptpunkt, dass man das für ein moralisches Verfehlen des Königs hielt, dass er diesen Staatsgrundsatz von 1833 sofort nach Amtsantritt außer Kraft setzt. Er darf es zwar als König, aber der Geist, der Zeitgeist, ist ein anderer. Und dieser willkürliche Akt oder dieser, sagen wir mal, machtdemonstrierende Akt des Königs Ernst August von Hannover hat vermutlich die Brüder Grimm dabei am meisten gestört. Ich mache mir Sorgen, Wilhelm. Ist ein solcher Protestbrief an den König nicht gefährlich? Dieser Brief ging ja nur an die Universitätsbehörde in Hannover. Wir haben ja nicht öffentlich zur Revolution aufgerufen. Das ist doch nicht zu glauben. Ich habe das so nicht beabsichtigt. Unser Protestschreiben steht in der Zeitung. In Berlin. Without their intending it, their internal letter has turned into a public protest. A number of well-informed students copy the petition and distribute hundreds of copies to their friends and families throughout Germany. Die Folgen waren so enorm, dass sie wahrscheinlich auch von den 7 so nicht erwartet waren. Denn in ganz Deutschland schloss man sich dieser Protestation an, jedenfalls von liberaler Seite. Ganz viele Zeitungen haben darüber berichtet und innerhalb kurzer Zeit wurden die 7 Göttinger Professuren zu Helden in der Öffentlichkeit. Helden, die sozusagen eingetreten sind gegen einen eklatanten Verfassungsbruch eines Monarchen. The King of Hanover reacts harshly towards the Göttingen Seven. In December 1837, he dismisses all 7 professors from their positions. 3 of them, who are considered particularly dangerous, are even banished from the country, among them Friedrich Dahlmann and Jacob Grimm. Jacob has 3 days in which to leave the Kingdom of Hanover and Göttingen. Jakob? Jakob? Was tust du denn da? Ich kann mich nicht entscheiden. Nein, wir werden die Bibliothek nicht unter uns aufteilen, Jakob. Geld und Bücher gehören uns gemeinsam. Wir werden uns niemals trennen. Solange wir leben nicht. Du schreibst in Kassel, damit die Leute verstehen, warum wir so handeln mussten. Ich werde derweil hier um unsere ausstehenden Gehälter kämpfen. Wir sehen uns wieder. Ja. In Kassel. Mit Dortchen und den Büchern. Wilhelm will lose the court case about wage payments. The fact that the Grimms receive no money from the king will change the fairy tale The Blue Light just a few years later. In earlier editions, the fairy tale begins with the words, "Once upon a time there was a king who had a soldier that served him." When he became very old and could no longer be used, the king sent him forth and gave him nothing. Since the Göttingen Seven affair, though, it reads, "Once upon a time there was a soldier who had served the king loyally for many years. But when the war was over, the king said to him, 'You can go home. I don't need you anymore. You will not continue to receive money because only those who serve me earn a wage.'" Sie sehen, wie er ganz subtil gerade in den Eingangssätzen Wilhelm Grimm den Fokus auf das eigene Schicksal lenkt. Geld kriegst du auch nicht mehr, darum hatte er prozessiert und verloren und so weiter. Das steht dann prompt im Märchen. With the Göttingen Seven affair in 1837, the Grimms are considered martyrs. In the eyes of the public, they are now leading figures of political liberalism. Mit dem politischen Parteiwesen hatte unser Handeln nichts zu schaffen.
Trotzdem müssen wir nun die albernen Lobeshymnen der Liberalen ertragen, wie auch die Verhöhnung der anderen Seite. Uns ging es nur um Recht und Gewissen. Ja. The brothers declare this too in a letter of justification that Jakob writes in Kassel. However, it will take years before the brothers Grimm find new positions. No prince wants to appear a traitor to the King of Hanover, and so citizens help the two brothers. Es gab ja große Unterstützungsvereine in ganz Deutschland, wo Geld gesammelt wurde, um die Brüder Grimm und auch die anderen Professoren, um sie zu unterstützen, um sie finanziell gewissermaßen durchzubringen. Following the Göttingen 7 affair, Jakob will initially remain more politically active, while Wilhelm will primarily dedicate himself to the fairy tales once more. Wilhelm Grimm hat die Sprache immer schöner gemacht, immer gefälliger und schließlich hat er diesen Märchenton geschaffen, der so eine künstliche Patina einer halbalten Sprache ist, so eine Sprache des 16. Jahrhunderts, womit einerseits das Archaische betont wird, andererseits aber auch so eine Gemütlichkeit entsteht. Dieser typische, unverwechselbare Grimmsche Märchenton, das ist die eigentliche Leistung Wilhelm Grimms. Children's and household tales by the brothers Grimm. Once Upon a Time has become their trademark. The final edition in Wilhelm's own hand appears in 1857, and so the collection ends up with 200 fairy tales that Wilhelm has continually reworked over 40 years. Just 1 year after the Göttingen 7 affair, Wilhelm would follow Jakob and move with his family to Kassel, where their brother Emil Ludwig was an art professor. From then on, Wilhelm and Jakob lived together again. They never left each other, just like their Snow White and Rose Red. There is an original version of that tale by a German teacher. It too tells of two girls, a nasty dwarf and a bear. In this version, the sisters are not close, and the bear is not an enchanted man, but rather a wild animal that eats the dwarf. Through Wilhelm, the bear became a prince and the girls became close siblings, just like the brothers Grimm. In 1850, they commissioned a portrait of themselves. Even today, it decorates many of their editions of fairy tales. Jakob and Wilhelm remain in our memories as scholars who collected fairy tales in old age, which proves to be one last fairy tale by the brothers Grimm.